Erfolgreiches Investieren erfordert keinen überdurchschnittlichen IQ, Insider-Infos oder Glück. Stattdessen brauchst du einen soliden gedanklichen Rahmen, kombiniert mit der Fähigkeit, deine Emotionen zu kontrollieren, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. In seinem Buch Der intelligente Investor präsentiert Benjamin Graham besagten Rahmen zusammen mit einer Denkweise, die hilft, Emotionen zu regulieren. Seine Anlagestrategie ist wohl eine der erfolgreichsten in den letzten 100 Jahren. Nicht nur sein eigener Erfolg, sondern auch der Erfolg seiner zahlreichen Nachfolger verdeutlicht nochmals die Wirksamkeit der Strategie. Einer der bekanntesten ist Warren Buffett, der zum Zeitpunkt dieses Videos der sechstreichste Mann der Welt ist. Warren Buffett bezeichnet dieses Buch als mit Abstand das beste Buch über Investitionen, das jemals geschrieben wurde. In diesem Video präsentiere ich dir die meiner Meinung nach wichtigsten Kernaussagen aus dem Buch. Also bleib dran. Willkommen bei Money Talk. Kernaussage Nummer 1: Befreunde dich mit Mr. Market. Stell dir vor, du besitzt einen Teil eines Unternehmens, für das du 1000 US-Dollar bezahlt hast. Jeden Tag kommt dieselbe bipolare Person namens Mr. Market zu dir nach Hause und erzählt dir, wie viel dein Anteil an dem Geschäft seiner Meinung nach wert ist. Danach bietet er an, deine Aktie zu kaufen oder dir zu demselben Preis eine weitere zu verkaufen. Die Vergangenheit zeigt, dass die Meinung von Mr. Market über deinen Anteil purer Unsinn sein kann. Zum Beispiel schätzt er den Wert deiner Aktie im März 2020 auf 2000 Dollar. Jedoch nur ein Jahr später, im März 2021, dachte er, sie sei nur noch 500 Dollar wert. Obwohl das Einkommen des Unternehmens im gleichen Zeitraum um 50% und der Gewinn um 20% anstieg. Solltest du diesen Typen entscheiden lassen, wie viel dein 1000 Dollar Investment an diesem Geschäft wert ist? Natürlich nicht. Eins der Grundprinzipien von Graham verdeutlicht, dass eine Aktie nicht nur ein Symbol mit einem Preisschild ist. Es ist der Besitz eines Anteils an einem Unternehmen. Und da Mr. Market nicht immer rational handelt, kann der zugrunde liegende Wert des Geschäfts von dem Preis abweichen, den er bereit ist dafür zu zahlen. Da Mr. Market jedoch leicht zu optimistisch oder umgekehrt zu pessimistisch wird, ist der tatsächliche Wert gelegentlich über- oder unterbewertet. Graham rät dir, nur zu investieren, wenn du dir sicher bist, die Aktie in Zukunft zu halten, ohne von den schwankenden Preisen seitens Mr. Market beeinflusst zu werden. Für den Investor, der seine Füße stillhalten kann, eröffnet Mr. Market eine großartige Möglichkeit, Geld zu verdienen, denn er zwingt niemanden, einen Deal mit ihm einzugehen. Er bietet dir lediglich die Gelegenheit dazu. Du kannst an ihn verkaufen, wenn er Preise anbietet, die lächerlich hoch sind. Und in ähnlicher Weise kannst du von ihm kaufen, wenn er dir ein Schnäppchen anbietet. Wir müssen bedenken, dass zu der Zeit, als Graham dieses Buch schrieb, die Menschen weit weniger Nachrichten und Börsenkursen ausgesetzt waren. In den 1970er Jahren kam Mr. Market vielleicht einmal am Tag zusammen mit der Morgenzeitung vorbei. Heute will er jedes Mal, wenn wir auf unser Handy schauen, mit uns Geschäfte machen, was bei mir weit mehr als 100 Mal am Tag ist. Es bedeutet nun nicht, dass nur weil Mr. Market dich öfter besucht, du auch häufiger mit ihm handeln musst als die Leute in den 70ern. Wenn sein Angebot deinem Standard nicht entspricht, kannst du ihn problemlos ignorieren und deinen Tag fortsetzen. Graham zufolge gibt es zwei Arten von Anleger: die defensiven oder passiven und die unternehmerischen oder aktiven. Kernaussage Nummer 2: Wie man als defensiver Investor investiert. Der defensive Anleger sollte ein Portfolio mit einer Mischung aus Anleihen und Aktien erstellen, sagen wir 50-50. Beachte, dass die Höhe der einzelnen Anlagekategorien von deiner Lebenssituation und der aktuellen Differenz der Durchschnittsrendite abhängt. Stelle dieses Verhältnis ein- oder zweimal im Jahr wieder her, falls zum Beispiel Aktien plötzlich 60% des Portfolios ausmachen. Im Vergleich zu nur 40% bei Anleihen können Aktien verkauft und Anleihen gekauft werden, bis die 50% wiederhergestellt sind. Investiere in regelmäßigen Abständen einen festen Kapitalbetrag, zum Beispiel direkt nachdem du deinen Lohn erhalten hast. Dazu findest du oben rechts ein Video, das dir diesen Prozess erklärt. Dadurch ermöglichst du einen fairen Durchschnittspreis für Aktien und Anleihen. Der größte Vorteil darin ist jedoch, dass du deine Käufe nicht auf eine bestimmte Zeit konzentrierst, die womöglich die falsche sein kann.
Für die Aktienkomponente des Portfolios eines defensiven Investors sollten folgende 8 Punkte angestrebt werden. Nummer 1. Diversifikation in den Unternehmen, in die du investierst. Graham empfiehlt, das Portfolio auf 10 bis 30 Unternehmen zu verteilen. Dabei solltest du sicherstellen, dass du die Unternehmen auch auf die verschiedenen Branchen aufteilst. Nummer 2. Die Unternehmen sollten groß sein, was Graham als einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar definiert. Nach der Inflation entspricht dies einem heutigen Wert von ungefähr 700 Millionen US-Dollar. Nummer 3. Suche nach Unternehmen, die konservativ finanziert werden. Ein solches Unternehmen hat einen sogenannten Current Ratio von mindestens 200%. Das bedeutet, das kurzfristige Vermögen ist mindestens doppelt so hoch wie die kurzfristigen Schulden. Nummer 4. Die Dividenden sollten in den letzten 20 Jahren lückenlos ausbezahlt worden sein. Nummer 5. Das Unternehmen sollte kein Einkommensdefizit in den letzten 10 Jahren vorweisen. 6. Mindestens 33% Gewinnwachstum in den letzten 10 Jahren. Das entspricht einem konservativen Wachstum von 2,9% pro Jahr. Nummer 7. Zahle nicht zu viel für die Vermögenswerte des Unternehmens. Der Kurs der Aktie sollte nicht höher sein als das 1,5-fache eines Nettoinventarwerts. Der Nettoinventarwert kann berechnet werden, indem die Verbindlichkeiten des Unternehmens von seinem Vermögen abgezogen werden. Nummer 8. Zahle auch nicht zu viel für die Einnahmen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte nicht höher als 15 sein. Eine Alternative besteht heute darin, in einen Indexfonds zu investieren, der per Definition ähnliche Renditen wie der Durchschnitt des Marktes erzielt. Wenn du mit einer durchschnittlichen Belohnung durch deine Investition zufrieden bist, benötigst du nur diese beiden Kernaussagen. Falls es dich nach mehr dürstet oder du neugierig bist, dann gehen wir noch auf die letzten 3 Kernaussagen ein. Kernaussage Nummer 3. Wie man als unternehmerischer Investor investiert. Da es für den defensiven Investor so einfach zu sein scheint, die durchschnittliche Rendite des Marktes zu erzielen, sollte es keine große Sache sein, den Markt zu schlagen. Du investierst einfach etwas mehr Zeit als der durchschnittliche Investor, oder? Ein unternehmenslustiger Investor zu sein und den Markt zu schlagen, ist aber einiges anspruchsvoller. Es erfordert Geduld, Disziplin, Lernbereitschaft und viel Zeit. Viele Profis und Privatinvestoren sind dafür nicht geeignet. Es ist einfach sehr schwierig, den Preisen von Mr. Market widerstehen zu können. Da die Profite von Unternehmen nicht unendlich sind, dürfen auch die Preise nicht unendlich hoch sein. Der Preis ist ein wichtiger Faktor für den unternehmerischen Investor. Der Markt neigt dazu, Unternehmen zu überbewerten aufgrund von Gerüchten und Nachrichten. Aber er neigt auch dazu, Unternehmen zu unterschätzen und dementsprechend zu unterbewerten. Der intelligente Investor sollte daher versuchen, sogenannte Wachstumsaktien so weit wie möglich zu vermeiden. Warum? Einfach, weil die Anlageentscheidung auf möglichen zukünftigen Erträgen basiert und zukünftige Erträge weniger zuverlässig sind als aktuelle Bewertungen. Wenn du andererseits ein Unternehmen findest, dessen Preis unter dem Nettoumlaufvermögen liegt, dann zahlst du unter dem Strich nichts für das gesamte Anlagevermögen wie Gebäude, Maschinen und so weiter. Das Nettoumlaufvermögen kann berechnet werden, indem die gesamten Verbindlichkeiten vom Umlaufvermögen abgezogen werden. Solche Unternehmen haben sich während Grahams Investmentkarriere als wirklich profitabel erwiesen. Leider sind sie heute eher selten. Glücklicherweise schlägt Graham eine zusätzliche Methode vor, um Investitionen für den unternehmerischen Investor zu finden. Diese Kriterien ähneln denen, die die defensiven Anleger verwenden sollten, aber die Einschränkungen sind lockerer. Dies ermöglicht es dem unternehmenslustigen Investor, mehr Unternehmen in Betracht zu ziehen. Dazu zählt zum Beispiel, dass hinsichtlich der Unternehmensgröße keinerlei Einschränkungen bestehen. Natürlich sollte auch eine gewisse Diversifizierung angestrebt werden. Die Anzahl der gehaltenen Unternehmen ist jedoch für den aktiven Investor nicht in Stein gemeißelt. Auch der unternehmerische Investor soll seine jährlichen Finanzberichte studieren. Graham hat ein ganzes Buch zu diesem Thema mit dem Titel The Interpretation of Financial Statements geschrieben. Darüber sollten wir in Zukunft auch mal sprechen. Kernaussage Nummer 4. Bestehe auf einen Sicherheitsspielraum. Es gibt ein Risiko, das keine sorgfältige Überlegung wirklich beseitigen kann, und zwar das Risiko, falsch zu liegen. Was kannst du dagegen machen? Du kannst das Risiko minimieren.
Um dies zu tun, musst du darauf achten, dass jede Investition, die du tätigst, einen Sicherheitsspielraum hat. Wie bereits erwähnt, sind Preis und Wert eines Unternehmens nicht immer gleich. Wenn der Preis höchstens 2/3 seines berechneten Wertes beträgt, hat der intelligente Investor ein Unternehmen mit ausreichender Sicherheitsspanne gefunden. Du würdest ja auch kein Schiff bauen, das sinkt, sobald 31 Personen an Bord sind, auch wenn es normalerweise nur 30 Passagiere mitnimmt. Darum solltest du auch nicht in Aktien investieren, die deiner Meinung nach beispielsweise $31 wert sind, wenn der Preis derzeit bei $30 liegt, weil es sein kann, dass deine Berechnungen einfach falsch sind. Im ersten Fall hättest du eine Gruppe nasser, unzufriedener Passagiere, im zweiten Fall könntest du deine finanzielle Freiheit um ein paar Jahre verschieben. Darum verwende Sicherheitsmargen. Kernaussage Nummer 5. Risiko und Ertrag sind nicht immer miteinander korreliert. Nach akademischer Theorie muss die Rendite, die ein Anleger erwarten kann, proportional zum Grad des Risikos sein, die er zu akzeptieren bereit ist. Graham stimmt dieser Aussage nicht zu. Stattdessen argumentiert er, dass Preis und Wert von Vermögenswerten häufig nicht miteinander verbunden sind. Daher hängt die Rendite, die ein Anleger erwarten kann, davon ab, wie viel Zeit und Aufwand erforderlich ist, um einen unterbewerteten Titel zu finden. Die minimale Rendite geht an den defensiven oder passiven Investor, während die maximale an den unternehmerischen Investor geht. Erinnern wir uns zurück, dass Preis und Wert nicht gleich sind. Ein Beispiel: Du hast die Möglichkeit, einen Dollar für 60 Cent zu kaufen. Das ist eine gute Belohnung gegen ein tiefes Risiko. Nun findest du eine zweite Möglichkeit, bei der du einen Dollar für 40 Cent kaufen kannst, also höhere Gewinnchancen und gleiches Risiko. Dies ergibt ein Szenario, bei dem du mit weniger Risiko eine höhere Rendite erzielen kannst, und nach diesen Angeboten muss der intelligente Investor Ausschau halten. Kurzer Rückblick auf die 5 Kernaussagen. Erstens ist der Markt von Zeit zu Zeit zu optimistisch und zu pessimistisch. Lass dich nicht davon beeinflussen, deine Meinung nach dem wahren Wert des Unternehmens zu bilden. Zweitens sollte sich der defensive Anleger für ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und Anleihen entscheiden. Drittens sollte der unternehmerische Investor Aktien anstreben, die geringe Preistendenzen aufweisen. Wenn er ein Unternehmen finden kann, das unter seinem Wert gehandelt wird, könnte er sein Eldorado gefunden haben. Die 4. Kernaussage besagt, dass der intelligente Investor beim Erwerb eines Vermögenswerts auf einen Sicherheitsspielraum bestehen soll. Und schließlich Nummer 5. Risiko und Belohnungen müssen nicht unbedingt miteinander korrelieren. Was denkst du über Grahams Worte? Sind diese Tipps auch noch in der heutigen Zeit anwendbar? Teile deine Gedanken mit anderen Zuschauern unten in den Kommentaren. Wenn du Zusammenfassungen über andere Bücher zu Finanzen oder Geldmanagement möchtest, dann lass mich das bitte ebenfalls in den Kommentaren wissen. Und wenn du neu hier bist, dann sei nicht schüchtern und abonniere den Kanal für wöchentlich neue Videos rund um das Thema Geld, Anlagen und finanzielle Freiheit. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.